Hallo und willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Mach es dir bequem. Du kannst sitzen, liegen oder einfach die Augen schließen. Heute lernen wir Deutsch mit einer Geschichte über Fußball. Genauer gesagt, wir sprechen über Lionel Messi. Vielleicht kennst du ihn sehr gut. Vielleicht hast du nur einige Tore von ihm gesehen. Vielleicht liebst du Fußball. Vielleicht ist Fußball für dich noch neu. Das ist nicht wichtig. Du musst heute nichts beweisen. Du musst keine Wörter auswendig lernen. Du musst keine Prüfung machen. Du darfst einfach zuhören. Wenn du möchtest, kannst du leise mitsprechen. Wenn du müde wirst, darfst du langsamer werden. Wenn deine Gedanken kurz weggehen, ist das auch in Ordnung. Komm einfach wieder zurück, wenn du kannst. Die Sprache darf heute ruhig zu dir kommen. Ein Wort nach dem anderen. Ein Satz nach dem anderen. Manche Wörter hörst du öfter. Das ist Absicht. Wiederholung macht ein Wort bekannt. Ein bekanntes Wort macht dich sicherer. Und Sicherheit hilft dir beim Sprechen und beim Verstehen. Heute hören wir viele einfache Wörter über Fußball, Gefühle, Erinnerungen, Hoffnung, Freude und auch Enttäuschung. Wir sprechen über einen kleinen Jungen aus Rosario. Wir sprechen über einen stillen jungen Spieler in Barcelona. Wir sprechen über einen Mann, der den Ball manchmal so bewegt, als wäre der Ball ein Teil seines Körpers. Wir sprechen über große Tore, schwere Niederlagen, lange Jahre mit Argentinien, den Weltmeistertitel von 2022 und auch über die Weltmeisterschaft 2026. Wir sprechen über das Spiel gegen Algerien. Messi ist dort 38 Jahre alt, aber der Ball hört noch immer auf ihn. Vielleicht hörst du diese Geschichte am Abend, vielleicht vor dem Schlafen. Dann lass die Bilder langsam in deinem Kopf entstehen. Ein grüner Rasen, ein weißer Ball, ein Stadion voller Menschen, ein kleiner Mann mit der Nummer 10. Er wartet, er schaut, er geht langsam. Dann kommt der Ball. Plötzlich wird alles schnell. Lass uns beginnen. Ich bin Fußballfan. Schon als Kind habe ich Spiele gesehen. Ich mochte den Klang eines Stadions. Der Klang, das ist das Geräusch. Viele Menschen rufen zusammen. Sie singen. Sie klatschen. Sie hoffen. Ein Stadion kann laut sein. Sehr laut. Aber kurz vor einem wichtigen Schuss kann es auch für einen Moment still werden. Diese Stille ist besonders. Alle warten. Alle schauen auf den Ball. Ich mochte diesen Moment schon immer. Ich mochte auch Spieler, die mutig waren. Mutig bedeutet, sie haben keine große Angst. Sie versuchen etwas. Sie gehen nach vorne. Sie spielen nicht nur sicher. Sie haben eine Idee. Aber als ich Messi zum ersten Mal sah, war etwas anders. Er war nicht groß. Er sprach nicht viel. Er sah nicht aus wie ein klassischer Held aus einem Film. Er war klein,
ruhig und fast schüchtern. Schüchtern bedeutet, ein Mensch ist nicht gern im Mittelpunkt. Ein Mensch. Er redet oft leise. Er zeigt sich nicht laut. Messi war so. Aber wenn der Ball zu ihm kam, war er plötzlich nicht mehr schüchtern. Dann wurde er frei. Meine ersten Bilder von Messi kommen aus den frühen Jahren in Barcelona. Er hatte lange Haare. Sein Gesicht war jung. Seine Kleidung wirkte manchmal ein bisschen zu groß für ihn. Neben ihm spielten bekannte Männer. Ronaldinho war ein großer Star. Xavi verstand das Spiel sehr gut. Iniesta bewegte sich leise durch die Mitte. Und dort war dieser junge Spieler aus Argentinien. Viele Menschen sagten, dieser Junge hat etwas Besonderes. Am Anfang wusste niemand genau, wie groß seine Geschichte werden würde. Man sah nur kleine Zeichen. Ein schneller erster Schritt. Ein enger Kontakt mit dem Ball. Ein Blick nach vorne. Eine Bewegung nach links. Dann war ein Gegner plötzlich hinter ihm. Messi kam aus Rosario in Argentinien. Rosario ist eine große Stadt. Dort begann seine Liebe zum Fußball. Wie viele Kinder spielte er mit Freude. Spielen. Das heißt hier nicht nur arbeiten oder trainieren. Spielen bedeutet auch lachen, probieren und frei sein. Für ein Kind ist der Ball kein Beruf. Der Ball ist ein Freund. Der Ball wartet nicht auf perfekte Pläne. Er rollt. Das Kind läuft hinterher. Messi war klein, aber er hatte eine große Ruhe am Ball. Ruhe am Ball bedeutet, auch wenn andere Spieler kommen, verliert er nicht sofort die Kontrolle. Er bleibt bei seiner Idee. Er schützt den Ball. Er schaut. Er entscheidet. Als Jugendlicher ging er nach Barcelona. Das war weit weg von seiner Heimat. Heimat bedeutet der Ort, an dem du dich zu Hause fühlst. Für einen jungen Menschen ist ein Umzug schwer. Eine neue Stadt. Ein neues Land. Eine andere Art zu sprechen. Neue Mitspieler. Neue Trainer. Die Familie ist nicht immer ganz nah. Viele junge Spieler haben Talent. Talent bedeutet, jemand kann etwas sehr gut, oft schon früh. Aber Talent allein ist nicht genug. Man braucht Geduld. Geduld bedeutet, man kann warten und weiterarbeiten. Man braucht Mut. Man braucht Disziplin. Disziplin bedeutet, man tut die wichtige Arbeit, auch wenn sie nicht immer Spaß macht. Messi hatte Talent, aber er blieb auch bei seiner Arbeit. Ich erinnere mich an sein frühes Spiel für die erste Mannschaft von Barcelona. Er bekam den Ball auf der rechten Seite. Nur, er war jung und dünn. Dünn bedeutet nicht dick, mit einem leichten Körper. Ein Verteidiger kam. Messi berührte den Ball nur kurz.
Dann ging er vorbei. Es sah einfach aus. Einfach bedeutet aber nicht, dass es leicht ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Bei Messi sehen schwere Dinge oft einfach aus. Viele Spieler laufen schnell. Viele Spieler können den Ball gut schießen. Viele Spieler haben Kraft. Aber Messi verbindet viele Dinge in einem Moment. Er sieht den Raum. Raum bedeutet hier der freie Platz auf dem Feld. Er spürt den Gegner. Er weiß, wo der Ball ist. Er denkt an den nächsten Schritt. Und oft denkt er schon an den Schritt danach. Sein erstes Tor für Barcelona war ein kleiner, schöner Moment. Ronaldinho gab ihm den Ball. Messi hob den Ball über den Torwart. Heben bedeutet etwas nach oben bringen. Der Ball flog weich in das Tor. Die Menschen jubelten. Jubeln bedeutet laut Freude zeigen. Messi lief zu Ronaldinho. Ronaldinho nahm ihn auf den Rücken. Das Bild war warm. Ein großer Star trug den jungen Spieler. Es war wie ein Zeichen. Die alte Freude des Fußballs gab etwas an die neue Freude weiter. Damals dachte ich nicht, dieser Junge wird alles gewinnen. Ich dachte nur, ich möchte ihn wiedersehen. Das ist bei besonderen Spielern so. Du willst das nächste Spiel sehen. Nicht nur wegen des Ergebnisses. Das Ergebnis sagt, wer gewinnt, wie viele Tore gibt es. Aber ein besonderer Spieler gibt dir noch eine andere Frage. Was macht er heute? Vielleicht kommt eine Bewegung, die du noch nie gesehen hast. Vielleicht kommt ein Pass durch eine sehr kleine Lücke. Eine Lücke ist ein kleiner, freier Raum. Vielleicht kommt ein Schuss, obwohl kein guter Winkel da ist. Ein Winkel ist die Richtung zwischen Spieler, Ball und Tor. Vielleicht läuft er an 3 Gegnern vorbei. Du weißt es nicht. Genau das macht Freude. Schon früh war seine Art zu laufen besonders. Er machte viele kleine Schritte. Kleine Schritte geben Kontrolle. Der Ball blieb sehr nah an seinem linken Fuß. Nah bedeutet nicht weit weg. Andere Spieler schieben den Ball manchmal einen Meter nach vorne und laufen dann. Messi berührt den Ball öfter. Eine Berührung ist ein kurzer Kontakt. Berührung, Kontakt, Berührung. Mit jeder Berührung kann er die Richtung ändern. Richtung bedeutet nach links, nach rechts, nach vorne oder zurück. Wenn der Gegner glaubt, Messi geht nach links, geht Messi vielleicht nach rechts. Wenn der Gegner wartet, wird Messi schneller. Wenn der Gegner schnell kommt, macht Messi einen kleinen Schritt zur Seite. Ich saß oft vor dem Fernseher und beugte mich nach vorne. Sich nach vorne beugen bedeutet, der Körper geht ein wenig in Richtung Bildschirm. Ich wollte nichts verpassen. Verpassen bedeutet, etwas nicht sehen oder nicht erleben. Wenn Messi den Ball bekam, fühlte sich ein normaler Angriff plötzlich wichtig an. Mein Herz wurde schneller. Das klingt vielleicht groß, aber viele Fußballfans kennen dieses Gefühl. Du siehst einen Spieler auf dem Flügel. Flügel bedeutet hier die Seite des Spielfelds.
Vor ihm stehen zwei Gegner. Eigentlich ist der Weg zu. Zu bedeutet geschlossen. Dann berührt Messi den Ball einmal. Ein Gegner bewegt sein Bein. Messi zieht den Ball zurück. Der zweite Gegner kommt. Messi geht zwischen beiden durch. Der Weg war zu. Jetzt ist er offen. Wie macht er das? Diese Frage habe ich oft gehört. Natürlich kann man viel erklären. Man kann über Technik sprechen. Technik bedeutet, wie genau ein Spieler den Ball bewegt. Man kann über Balance sprechen. Balance bedeutet, der Körper bleibt stabil. Man kann über den tiefen Schwerpunkt sprechen. Das ist ein schwierigeres Wort. Schwerpunkt bedeutet hier der Punkt, an dem der Körper sein Gewicht hält. Messi ist klein. Sein Körper ist nah am Boden. Darum kann er schnell die Richtung ändern. Man kann über seinen linken Fuß sprechen. Linker Fuß. Man kann über Training sprechen. Aber wenn man alles erklärt hat, bleibt noch etwas. Etwas, das schwer zu erklären ist. Vielleicht nennen wir es Gefühl, vielleicht nennen wir es Fantasie, vielleicht nennen wir es Genie. Genie bedeutet, ein Mensch kann etwas auf eine sehr seltene und besondere Art. Aber das Wort Genie kann auch zu groß wirken. Messi selbst spielte oft nicht wie ein Mann, der zeigen wollte: Seht mich an. Ich bin ein Genie. Er spielte eher wie ein Kind, das einen Weg sieht. Der Weg ist da, also geht er. Der Pass ist möglich, also spielt er ihn. Das Tor ist offen, also schießt er. Diese Natürlichkeit machte ihn für mich noch besonderer. Natürlichkeit bedeutet, etwas wirkt nicht gemacht oder gezwungen. Es wirkt frei. Jetzt gehen wir näher an seine Art mit dem Ball. Stell dir einen Verteidiger vor. Ein Verteidiger ist ein Spieler, der das eigene Tor schützt. Er sieht Messi kommen. Der Verteidiger weiß, ich darf nicht zu früh angreifen. Wenn ich zu früh komme, geht Messi vorbei. Also wartet er. Aber auch das Warten ist schwer. Messi kommt langsam näher. Der Ball ist an seinem linken Fuß. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Der Verteidiger schaut auf den Ball. Messi schaut vielleicht nach vorne. Dann bewegt er seine Schulter. Schulter? Das ist der Teil zwischen Hals und Arm. Eine kleine Bewegung mit der Schulter kann eine falsche Richtung zeigen. Der Verteidiger glaubt, jetzt geht Messi nach innen. In diesem Moment geht Messi außen vorbei. Oder genau andersherum. Dribbeln bedeutet mit dem Ball an einem Gegner vorbeigehen. Das Dribbling ist eine Bewegung mit dem Ball. Viele Spieler dribbeln mit großen Tricks. Sie bewegen den Fuß über den Ball. Sie drehen sich. Sie zeigen etwas Schönes. Messi braucht oft keinen großen Trick. Sein Trick ist ein kleiner Unterschied in der Zeit. Zeit ist hier sehr wichtig. Ein Schritt kommt ein wenig früher. Eine Berührung kommt ein wenig später. Der Gegner bewegt sein Gewicht nach links.
Messi geht nach rechts. Nur ein halber Moment, aber dieser halbe Moment reicht. Ich liebte diese einfachen, kleinen Bewegungen. Sie waren nicht laut, aber sie waren stark. Ein guter Dribbler kann einen Gegner besiegen. Messi konnte manchmal eine ganze Linie besiegen. Eine Linie bedeutet hier mehrere Spieler, die zusammen verteidigen. Der erste Spieler kommt. Messi geht vorbei. Der zweite Spieler will helfen. Messi wird schneller. Der dritte Spieler versucht, den Weg zu schließen. Messi legt den Ball mit dem linken Fuß in einen kleinen freien Raum. Plötzlich ist er vor dem Tor. Dabei fiel er nicht leicht. Gegner berührten ihn. Sie zogen an seinem Trikot. Das Trikot ist das Hemd eines Spielers. Sie trafen seine Beine. Manchmal stolperte er. Stolpern bedeutet fast fallen. Aber Messi setzte oft noch einen Schritt. Dann noch einen. Er wollte am Ball bleiben. Diese Kraft war nicht die Kraft eines großen Körpers. Es war eine andere Kraft. Eine Kraft aus Balance, Willen und schneller Reaktion. Reaktion bedeutet, was der Körper direkt nach einer Bewegung tut. Ein Tor gegen Getafe im Jahr 2007 zeigte das sehr klar. Ich erinnere mich noch an die Bilder. Messi bekam den Ball weit vom Tor entfernt. Vor ihm waren viele Gegner. Er lief los. Der erste Gegner kam. Messi ging vorbei. Dann der nächste. Dann noch einer. Er lief durch die Mitte, änderte die Richtung, ging am Torwart vorbei und schoss. Für viele Menschen erinnerte dieses Tor an Diego Maradona und sein berühmtes Tor bei der Weltmeisterschaft 1986. Die Bewegung war ähnlich. Ein kleiner argentinischer Spieler lief durch eine ganze Mannschaft. Als ich dieses Tor sah, stand ich fast auf. Ich dachte, das ist nicht normal. Normal bedeutet, so ist es, meistens. Dieses Tor war nicht normal. Es war ein Tor, das man zurückspult. Zurückspulen bedeutet, ein Video noch einmal von einem früheren Punkt sehen. Man sieht es einmal, dann noch einmal, dann langsam. Wo verliert der erste Gegner ihn? Wie bleibt der Ball so nah? Wann schaut Messi zum Torwart? Wie kann er nach so vielen schnellen Schritten noch ruhig schießen? Ruhe ist ein wichtiges Wort bei Messi. Ruhe. Er kann sehr schnell laufen, aber in einem wichtigen Moment wirkt er ruhig. Vor dem Tor wartet er oft einen kleinen Augenblick. Der Torwart will wissen, schießt er links oder rechts, hoch oder flach. Flach bedeutet nah am Boden. Messi sieht die Bewegung des Torwarts. Dann schiebt er den Ball in die andere Ecke. Eine Ecke ist der Bereich links oder rechts im Tor. Kein großer Schuss. Kein lautes Zeichen. Nur die richtige Entscheidung. Aber Messi konnte auch hart schießen. Hart bedeutet hier mit viel Kraft. Sein linker Fuß konnte den Ball schnell und genau bewegen. Genau bedeutet an den richtigen Ort. Besonders gefährlich war sein Schuss von der rechten Seite in die linke Ecke. Er kam von rechts nach innen. Der Ball lag auf seinem linken Fuß.
Der Verteidiger wusste oft, was kommen konnte. Trotzdem konnte er es nicht stoppen. Das ist ein Zeichen von großer Qualität. Der Gegner kennt deine Idee, aber deine Bewegung ist trotzdem zu gut. Dann kamen die Jahre mit Pep Guardiola als Trainer. Ein Trainer plant das Spiel. Er entscheidet, wie die Mannschaft spielen soll. Guardiola wollte viel Ballbesitz. Ballbesitz bedeutet, die eigene Mannschaft hat den Ball. Barcelona spielte kurze Pässe. Ein Pass ist das Spielen des Balls zu einem Mitspieler. Kurz, schnell, genau. Xavi gab dem Spiel Ordnung. Iniesta fand kleine Räume. Busquets stand ruhig in der Mitte. Alves lief auf der rechten Seite. Und Messi wurde immer wichtiger. Manchmal spielte Messi nicht als klassischer Stürmer. Ein Stürmer ist ein Spieler vorne, nah am Tor. Messi kam aus der Mitte zurück. Die Verteidiger hatten ein Problem. Sollten sie ihm folgen? Wenn sie ihm folgten, wurde hinter ihnen Raum frei. Wenn sie warteten, konnte Messi sich drehen. Sich drehen bedeutet, den Körper in eine andere Richtung bewegen. Dann konnte er mit dem Ball auf das Tor zulaufen. Diese Rolle nennt man manchmal falsche Neun. Das ist kein einfaches A1-Wort, aber die Idee ist leicht. Die Nummer 9 ist oft ein Stürmer, der vorne bleibt. Eine falsche 9 beginnt vorne, geht aber zurück in die Mitte. So zieht sie die Verteidiger aus ihrer Position. Position bedeutet der Platz und die Aufgabe eines Spielers. Messi konnte dann passen, dribbeln oder selbst schießen. Für die Gegner gab es keine gute Antwort. Ich sah Spiele, in denen Barcelona den Ball lange hielt. Pass nach rechts, Pass zurück, Pass in die Mitte. Die Gegner liefen und liefen. Vielleicht wirkte alles langsam. Dann kam der Ball zu Messi. Plötzlich änderte sich das Tempo. Tempo bedeutet Geschwindigkeit. Langsam, 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 dann schnell. Messi drehte sich. Ein Doppelpass. Doppelpass bedeutet, Spieler A passt zu Spieler B und bekommt den Ball sofort zurück. Messi lief in den freien Raum. Tor. Diese Wechsel zwischen langsam und schnell waren wunderschön. Fußball ist nicht nur Geschwindigkeit. Fußball ist auch Rhythmus. Rhythmus bedeutet die Ordnung von langsam, schnell, Pause und Bewegung. Messi verstand diesen Rhythmus. Er wusste, wann er warten musste. Er wusste, wann er laufen musste. Er ging manchmal langsam über den Platz. Manche Zuschauer fragten, warum läuft er nicht mehr? Aber er schaute. Er beobachtete. Beobachten bedeutet, genau sehen und Informationen sammeln. Er sah, wo die Gegner standen. Er sah, wo ein Raum entstehen konnte. Dann kam der Ball und er war bereit. Im Finale der Champions League 2009 spielte Barcelona gegen Manchester United. Ein Finale ist das letzte und wichtigste Spiel eines Wettbewerbs. Manchester United hatte große, starke Verteidiger. Messi war klein.
Viele Menschen erwarteten nicht, dass er ein Tor mit dem Kopf machen würde. Ein Kopfball ist ein Schuss mit dem Kopf. Aber dann kam eine Flanke von Xavi. Eine Flanke ist ein hoher Pass von der Seite in die Mitte. Messi sprang. Springen bedeutet mit beiden Füßen den Boden verlassen. Er sprang hoch und köpfte den Ball in das Tor. Das Bild war besonders. Messi war in der Luft. Sein Schuh ging verloren. Er landete, lief los und feierte. Ein kleiner Spieler hatte gegen große Verteidiger ein Kopfballtor gemacht. Das war nicht sein typisches Tor. Gerade deshalb blieb es im Gedächtnis. Gedächtnis bedeutet der Ort in uns, an dem Erinnerungen bleiben. Ein großer Spieler gewinnt nicht nur auf eine Art. Er findet verschiedene Wege. 2009 gewann Barcelona sehr viel. Die Mannschaft spielte schön und erfolgreich. Erfolgreich bedeutet mit guten Ergebnissen. Messi gewann auch persönliche Preise. Aber als Fan waren die Preise für mich nicht das Wichtigste. Ein Preis ist ein Zeichen. Er sagt, dieser Spieler war sehr gut. Doch das Gefühl kam aus den Spielen. Es kam aus einem Pass zwischen 4 Gegnern. Es kam aus einem kleinen Kontakt mit dem Ball. Es kam aus einem Moment, in dem alle im Stadion dieselbe Bewegung sahen und gleichzeitig laut wurden. Im Jahr 2011 spielte Barcelona wieder im Finale der Champions League gegen Manchester United. Das Spiel war in Wembley in London. Wembley ist ein berühmtes Stadion. Barcelona spielte sehr stark. Messi bekam den Ball vor dem Strafraum. Der Strafraum ist der große Bereich vor dem Tor. Er hatte einen kleinen freien Raum. Er schoss flach und schnell. Der Ball ging ins Tor. Messi lief zur Seite und feierte mit großer Freude. Ich erinnere mich nicht nur an das Tor. Ich erinnere mich an die Kontrolle. Barcelona bewegte den Ball. Manchester United versuchte zu folgen, aber oft war der Ball schon wieder weg. Messi war in der Mitte von allem. Er spielte Pässe. Er zog Gegner an. Anziehen bedeutet hier, die Gegner kommen näher zu ihm. Wenn 2 oder 3 Gegner zu Messi kommen, ist ein anderer Mitspieler frei. Frei bedeutet, kein Gegner steht direkt bei ihm. Messi konnte dann passen. Wenn die Gegner nicht kamen, ging er selbst. Das ist ein Teil seiner Genialität. Ein Genie macht nicht nur selbst schöne Dinge. Es verändert auch die Möglichkeiten für andere. Wenn Messi den Ball hat, müssen viele Gegner auf ihn achten. Achten bedeutet genau aufpassen. Dadurch entstehen Räume für Mitspieler. Ein Pass zu Messi kann 3 Gegner bewegen. Ein kleiner Lauf von Messi kann eine ganze Abwehr verschieben. Verschieben bedeutet, mehrere Spieler bewegen sich zusammen in eine andere Richtung. Manchmal sah ich nur auf Messi, auch wenn er den Ball nicht hatte. Das ist interessant. Ohne Ball kann ein Spieler auch viel tun. Messi ging langsam. Dann machte er 2 schnelle Schritte.
Ein Verteidiger folgte. Ein anderer Raum wurde frei. Oder Messi blieb stehen. Der Verteidiger schaute kurz weg. In diesem Moment lief Messi los. Der Pass kam genau richtig. Fußball ist eine Sprache ohne viele Wörter. Ein Blick kann ein Satz sein. Ein Lauf kann eine Frage sein. Ein Pass ist die Antwort. Jetzt denke ich an die großen Spiele gegen Real Madrid. Diese Spiele nennt man El Clásico. Real Madrid und Barcelona sind große Rivalen. Rivalen sind Mannschaften, die oft gegeneinander kämpfen und gewinnen wollen. In solchen Spielen ist der Druck sehr hoch. Druck bedeutet, viele Menschen erwarten viel. Ein Fehler wird sofort gesehen. Ein Tor wird lange erinnert. Messi spielte viele große Spiele gegen Real Madrid. Er traf im Stadion Camp Nou. Er traf auch im Stadion Santiago Bernabéu. Für einen Barcelona-Spieler ist ein Tor dort besonders. Im Halbfinale der Champions League 2011 lief Messi in Madrid durch die Mitte. Er spielte einen kurzen Pass, bekam den Ball zurück und ging dann an mehreren Spielern vorbei. Ein Gegner kam von links. Einer kam von rechts. Messi nahm kleine Berührungen. Der Ball blieb bei ihm. Dann schob er ihn am Torwart vorbei. Alles ging schnell, aber sein letzter Kontakt war weich. Weich, ruhig, genau. Ich sah die Wiederholung viele Male. Bei jeder Wiederholung dachte ich, der Raum war doch zu klein. Aber für Messi war er groß genug. Einige Jahre später, im Jahr 2017, gab es wieder einen unvergesslichen Moment in Madrid. Unvergesslich bedeutet, man kann es nicht vergessen. Das Spiel stand kurz vor dem Ende. Barcelona brauchte noch ein Tor. Messi hatte schon ein Tor gemacht und bekam während des Spiels einen Schlag. Trotzdem spielte er weiter. In der letzten Minute kam ein schneller Angriff. Der Ball ging nach links, dann zurück in die Mitte. Messi kam an den Strafraum und schoss flach in die Ecke. Tor. Barcelona gewann. Dann nahm Messi sein Trikot aus und hielt es vor die Fans von Real Madrid. Auf dem Rücken stand sein Name und die Nummer 10. Das war kein langer Satz. Es war nur ein Bild. Aber das Bild sagte viel. Es sagte, ich bin hier. Es sagte, erinnert euch an diesen Moment. Manche Menschen fanden die Feier stark. Andere fanden sie zu stolz. Fußball lebt auch von solchen Gefühlen. Als Fan von Messi spürte ich Energie. Ich sah einen Spieler, der oft still war, aber in diesem Moment sehr klar sprach, ohne ein Wort zu sagen. Die Nummer 10 ist im Fußball besonders. Oft trägt sie ein kreativer Spieler. Kreativ bedeutet, jemand hat neue Ideen. Die Nummer 10 verbindet die Mitte mit dem Angriff.
Sie macht Pässe, sie schießt Tore, sie sieht Dinge. In Argentinien trug auch Maradona die Nummer 10. Für Messi war diese Nummer deshalb schwer und schön zugleich. Schwer, weil die Erwartungen groß waren. Schön, weil er seine eigene Geschichte mit dieser Nummer schrieb. Messi schoss nicht nur Tore aus dem Spiel. Er wurde auch sehr gut bei Freistößen. Ein Freistoß ist ein Schuss nach einem Foul. Ein Foul ist eine unerlaubte Aktion gegen einen Spieler. Bei einem Freistoß stellt die andere Mannschaft oft eine Mauer. Eine Mauer sind mehrere Spieler, die nebeneinander stehen und das Tor schützen. Messi legte den Ball hin. Er ging einige Schritte zurück. Dann schaute er zum Tor. Sein linker Fuß traf den Ball mit einer besonderen Bewegung. Der Ball flog über die Mauer und senkte sich wieder. Sich senken bedeutet nach unten gehen. Der Torwart sprang, aber manchmal kam er zu spät. Ich liebte die Ruhe vor solchen Schüssen. Messi stand da. Das Stadion wartete. Dann kam ein kurzer Lauf. Ein Kontakt. Der Ball stieg. Für einen Moment wusste niemand, ob er hoch genug und gleichzeitig tief genug fliegen würde. Dann berührte er das Netz. Netz, das ist das Material hinter dem Tor. Das Netz bewegte sich und das Stadion explodierte vor Freude. Ein berühmter Freistoß kam 2019 gegen Liverpool. Barcelona spielte im Halbfinale der Champions League. Messi schoss aus großer Entfernung. Entfernung bedeutet der Abstand zwischen 2 Punkten. Der Ball flog in die obere Ecke. Der Torwart hatte kaum eine Chance. Es war Messis 600. Tor für Barcelona. Eine große Zahl. 600 Tore. Aber wieder war nicht nur die Zahl wichtig. Die Form des Tores war wichtig. Die Kurve des Balls. Kurve bedeutet, der Ball fliegt nicht gerade, sondern in einem Bogen. Die Kraft, die Genauigkeit, die Schönheit. Doch Fußball ist nie nur Freude. Nach diesem Spiel gegen Liverpool kam eine sehr schwere Niederlage im Rückspiel. Barcelona verlor und schied aus. Ausscheiden bedeutet, eine Mannschaft kann im Wettbewerb nicht weiterspielen. Messi spielte gut, aber die Mannschaft verlor. Das zeigt etwas Wichtiges. Auch der beste Spieler kann nicht alles kontrollieren. Fußball ist ein Mannschaftssport. Mannschaft bedeutet viele Spieler zusammen. Ein Mensch kann ein Spiel verändern, aber nicht jedes Problem allein lösen. In den besten Jahren bei Barcelona gab es auch die Verbindung mit Neymar und Luis Suárez. Die 3 Spieler wurden oft MSN genannt, nach den ersten Buchstaben ihrer Namen. Neymar war kreativ und mutig. Suárez war ein starker Stürmer und kämpfte um jeden Ball. Messi konnte passen, dribbeln und schießen. Zusammen machten sie viele Tore. Aber ihre Verbindung wirkte nicht nur technisch gut. Sie schienen auch Freunde zu sein. Sie lachten. Sie suchten einander. Sie gaben sich den Ball, auch wenn sie selbst schießen konnten. Im Jahr 2015 gewann Barcelona wieder die Champions League.
Im Halbfinale spielte die Mannschaft gegen Bayern München. In einem Moment stand Messi vor Jérôme Boateng. Boateng war ein starker Verteidiger. Messi bewegte den Ball kurz nach links und dann schnell nach rechts. Boateng verlor das Gleichgewicht und fiel. Messi lief weiter und hob den Ball über Manuel Neuer. Neuer war einer der besten Torhüter der Welt. Der Ball flog ruhig ins Tor. Dieses Tor wurde oft gezeigt. Manche Menschen lachten über den fallenden Verteidiger. Aber ich sah auch, wie schwer die Bewegung war. Messi brauchte nur einen sehr kleinen Raum. Er änderte die Richtung, ohne die Kontrolle zu verlieren. Dann musste er noch gegen einen großen Torwart entscheiden. Er schoss nicht hart. Er hob den Ball. Wieder diese Ruhe. Wieder diese weiche letzte Berührung. 2012 schoss Messi in einem Kalenderjahr 91 Tore für Verein und Nationalmannschaft. Ein Kalenderjahr geht von Januar bis Dezember. 91 Tore sind schwer vorstellbar. Fast jede Woche kam ein Tor, oft mehr als eins. Manche Tore waren Elfmeter. Ein Elfmeter ist ein Schuss vom Elfmeterpunkt, nur gegen den Torwart. Manche Tore waren einfache Abschlüsse nach einem guten Pass. Andere waren lange Dribblings. Manche kamen mit dem Kopf, viele mit dem linken Fuß, einige mit dem rechten. Wenn ein Spieler so viele Tore schießt, können Menschen sich an den Erfolg gewöhnen. Sich gewöhnen bedeutet, etwas ist so oft da, dass es normal wirkt. Das war bei Messi ein Problem für unsere Augen. Ein Tor nach einem Dribbling an 3 Spielern vorbei war plötzlich nur noch ein weiteres Messi-Tor. Ein Pass durch eine kleine Lücke war plötzlich normal. Aber es war nicht normal. Wir hatten nur sehr oft etwas Besonderes gesehen. Ich versuchte deshalb manchmal bewusst langsamer zu schauen. Bewusst bedeutet mit Aufmerksamkeit. Ich sah nicht nur das Tor. Ich sah den Moment davor. Wo stand Messi 5 Sekunden früher? Wohin schaute er? Welcher Mitspieler bewegte sich? Welcher Gegner öffnete aus Versehen einen Raum? Aus Versehen bedeutet nicht mit Absicht. Oft beginnt ein Tor lange vor dem Schuss. Messi verstand diese langen Wege im Spiel. Seine Pässe waren für mich fast so schön wie seine Tore. Ein Pass kann direkt sein. Direkt bedeutet ohne Umweg. Ein Pass kann quer sein, von einer Seite zur anderen. Ein Pass kann hoch sein. Er kann flach sein. Messi spielte oft einen Pass zwischen 2 Verteidigern. Dieser Pass heißt manchmal Schnittstellenpass. Das ist ein langes Wort. Die Schnittstelle ist der kleine Raum zwischen 2 Spielern. Der Ball geht durch diesen Raum und ein Mitspieler läuft hinein. Messi wartete oft bis zum letzten Moment. Wenn er zu früh passte, konnte der Verteidiger reagieren. Wenn er zu spät passte, stand der Mitspieler vielleicht im Abseits. Abseits ist eine Fußballregel.
Einfach gesagt, ein Angreifer darf nicht zu früh hinter der letzten Abwehrlinie warten. Messi fand oft den richtigen Moment. Der Pass kam genau dann, wenn der Mitspieler startete. Diese Fähigkeit nennt man Übersicht. Übersicht bedeutet, man sieht nicht nur einen kleinen Teil, sondern das ganze Bild. Messi hatte den Ball am Fuß, aber er sah Spieler auf der anderen Seite. Er sah einen Lauf hinter sich. Er wusste, wo ein Gegner kommen würde. Vielleicht sah er nicht alles direkt mit den Augen. Vielleicht hatte er schon vorher geschaut. Er sammelte Informationen und behielt sie im Kopf. Darum war sein langsames Gehen nicht Faulheit. Faulheit bedeutet, man will nichts tun. Messi ging, aber er arbeitete mit den Augen. Er las das Spiel. Lesen bedeutet hier nicht ein Buch lesen. Es bedeutet die Zeichen verstehen. Wo ist Platz? Wer ist müde? Welcher Verteidiger schaut auf den Ball und nicht auf den Spieler? Wo kann in 3 Sekunden eine Lücke entstehen? Als Fan lernte ich durch Messi, Fußball anders zu sehen. Früher sah ich vor allem den Ball. Dann begann ich, auch die Räume zu sehen. Ich sah, wie ein Spieler einen Gegner wegzieht. Wegziehen bedeutet, ein Spieler läuft so, dass ein Gegner ihm folgt. Ich sah, wie ein Pass einen neuen Winkel öffnet. Ich sah, wie Tempo und Pause zusammengehören. Messi war nicht nur Unterhaltung. Unterhaltung bedeutet, etwas macht Freude und hält die Aufmerksamkeit. Er war auch ein Lehrer, obwohl er nicht im Klassenzimmer stand. Doch die Geschichte von Messi ist nicht nur die Geschichte von Barcelona. Für Argentinien war alles oft schwerer. Argentinien ist sein Land. Wenn er das blau-weiße Trikot trug, trug er auch die Hoffnung von Millionen Menschen. Hoffnung bedeutet, man glaubt, dass etwas Gutes passieren kann. Diese Hoffnung war groß, weil Argentinien eine starke Fußballgeschichte hat. Maradona hatte 1986 die Weltmeisterschaft gewonnen. Viele Menschen wollten, dass Messi dasselbe schafft. Aber ein Land ist kein Verein. Im Verein trainieren Spieler fast jeden Tag zusammen. In der Nationalmannschaft gibt es weniger Zeit. Spieler kommen aus verschiedenen Vereinen. Sie müssen schnell zusammenfinden. Zusammenfinden bedeutet, als Gruppe gut funktionieren. Messi spielte für Argentinien oft mit großen Erwartungen, aber nicht immer mit derselben Ordnung wie in Barcelona. Bei der Weltmeisterschaft 2014 kam Argentinien sehr weit. Das Turnier war in Brasilien. Messi machte wichtige Tore in der Gruppenphase. Eine Gruppenphase ist der erste Teil eines Turniers. Mehrere Mannschaften spielen in einer Gruppe. Danach kommen die besten Teams weiter. Gegen Iran stand es lange 0:0. Kurz vor dem Ende bekam Messi den Ball vor dem Strafraum. Er ging nach innen und schoss mit links in die Ecke. Tor. Wieder ein später Moment. Wieder ein Schuss, den viele erwarteten und trotzdem nicht stoppen konnten. Argentinien erreichte das Finale gegen Deutschland.
Ein Finale bei einer Weltmeisterschaft ist ein Traum. Aber ein Traum kann auch wehtun. Das Spiel war knapp. Knapp bedeutet, der Unterschied war klein. Beide Mannschaften hatten Chancen. Eine Chance ist eine gute Möglichkeit für ein Tor. In der Verlängerung schoss Mario Götze das Tor für Deutschland. Eine andere. Verlängerung bedeutet, nach 90 Minuten gibt es zusätzliche Zeit, weil noch kein Sieger feststeht. Deutschland gewann 1:0. Nach dem Spiel sah ich Messi auf dem Feld. Er wirkte leer. Leer bedeutet hier sehr enttäuscht und ohne Energie. Er ging später an der Trophäe vorbei. Eine Trophäe ist der Pokal für den Sieger. Er war so nah, nur wenige Meter. Aber sie gehörte Deutschland. Messi bekam den Preis als bester Spieler des Turniers. Doch dieser Preis konnte seine Trauer nicht nehmen. Trauer bedeutet ein tiefes, trauriges Gefühl. Fußballfans sagen manchmal schnell, er hat verloren. Aber hinter diesem Satz stehen Jahre. Training, Reisen, Schmerzen, Hoffnung. Ein Finale dauert nur ein Spiel, aber der Weg dorthin dauert sehr lange. Messi war damals 27 Jahre alt. Viele dachten, er bekommt noch eine Chance. Aber niemand weiß, ob eine Chance wirklich wiederkommt. Dann kamen weitere schwere Finalspiele. Argentinien verlor die Copa América 2015 gegen Chile. Die Copa América ist das große Turnier für Nationalmannschaften in Südamerika. 2016 spielte Argentinien wieder im Finale gegen Chile. Wieder fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen bedeutet, Spieler schießen nacheinander vom Elfmeterpunkt, bis ein Sieger feststeht. Messi schoss seinen Elfmeter über das Tor. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Er konnte es kaum glauben. Ein Spieler, der den Ball so genau bewegen konnte, schoss in einem wichtigen Moment vorbei. Vorbeischießen bedeutet, der Ball geht nicht ins Tor. Das ist Fußball. Genauigkeit ist keine Garantie. Ein Mensch bleibt ein Mensch. Auch ein Genie kann einen Fehler machen. Nach der Niederlage sagte Messi, dass seine Zeit in der Nationalmannschaft vorbei sei. Er wollte aufhören. Aufhören bedeutet, etwas nicht mehr weiter tun. Viele Menschen in Argentinien waren traurig. Kinder hielten Schilder. Auf den Schildern stand, dass Messi bleiben sollte. Spieler, Fans und Politiker baten ihn, zurückzukommen. Bitten bedeutet, freundlich und ernst nach etwas fragen. Ich verstand seine Entscheidung und hoffte trotzdem auf seine Rückkehr. Manchmal wird ein Mensch müde, nicht nur im Körper, sondern auch im Herzen. Messi hatte mit Argentinien mehrere Finals verloren. Jedes Mal kamen neue Fragen. Warum gewinnt er nicht mit dem Land? Ist er wirklich so gut wie Maradona? Liebt er Argentinien genug? Solche Fragen waren oft unfair. Unfair bedeutet nicht gerecht. Ein Spieler kann viel geben und trotzdem verlieren.
Messi kam zurück. Rückkehr bedeutet Wiederkommen. Er spielte weiter für Argentinien. Das war wichtig. Nicht, weil er jemandem etwas beweisen musste, sondern weil seine Geschichte noch nicht fertig war. Fertig bedeutet beendet. Manchmal weiß ein Mensch nicht, ob der nächste Versuch Erfolg bringt. Er versucht es trotzdem. Das ist Mut. Bei der Weltmeisterschaft 2018 Zoll Russland lief es nicht gut. Argentinien hatte Probleme. Gegen Island gab es ein Unentschieden. Messi verschoss einen Elfmeter. Gegen Kroatien verlor die Mannschaft deutlich. Gegen Nigeria musste Argentinien gewinnen. Messi nahm einen langen Pass mit dem Oberschenkel und dem linken Fuß mit. Der Oberschenkel ist der obere Teil des Beins. Dann schoss er mit rechts ins Tor. Es war ein sehr schönes Tor und brachte Hoffnung. Argentinien kam weiter, verlor aber später gegen Frankreich. Nach diesem Turnier schien die große Chance auf einen Weltmeistertitel kleiner zu werden. Messi wurde älter. Älter werden bedeutet, die Jahre gehen weiter. Ein Fußballkörper spürt diese Jahre. Die Muskeln brauchen mehr Erholung. Erholung bedeutet Ruhe nach Belastung. Kleine Verletzungen kommen leichter. Die Geschwindigkeit kann ein wenig sinken. Viele Menschen fragten, wird er noch ein großes Turnier gewinnen? Dann kam die Copa America 2021 Zoll Brasilien. Dieses Turnier fühlte sich anders an. Die argentinische Mannschaft war jünger und enger zusammen. Eng zusammen bedeutet, die Menschen vertrauen einander. Trainer Lionel Scaloni baute eine Gruppe, die nicht nur für Messi spielte, sondern auch mit ihm kämpfte. Junge Spieler bewunderten ihn, aber sie wollten auch Verantwortung tragen. Verantwortung bedeutet, eine Aufgabe ernst nehmen und dafür einstehen. Messi spielte ein starkes Turnier. Er machte Tore und gab Vorlagen. Eine Vorlage ist der letzte Pass vor einem Tor. Er lief, kämpfte und sprach mehr mit seinen Mitspielern. Im Halbfinale gegen Kolumbien wurde das Spiel hart. Messi bekam einen Tritt am Fuß. Sein Knöchel blutete. Der Knöchel ist der Teil zwischen Fuß und Bein. Trotzdem spielte er weiter. Im Elfmeterschießen wurde Torwart Emiliano Martinez zum Helden. Ein Held ist jemand, der in einem wichtigen Moment etwas Besonderes tut. Martinez hielt mehrere Elfmeter. Argentinien erreichte das Finale gegen Brasilien im Maracanã-Stadion. Brasilien gegen Argentinien ist ein großes Spiel. Zwei starke Fußballländer. Zwei alte Rivalen. Neymar spielte für Brasilien. Messi spielte für Argentinien. Ángel Di María machte das einzige Tor. Er hob den Ball über den Torwart. Danach verteidigte Argentinien mit viel Kraft. Die letzten Minuten waren lang. Sehr lang. Als Fan schaut man auf die Uhr. Noch 5 Minuten. Noch 3. Noch eine. Dann Nachspielzeit. Nachspielzeit sind zusätzliche Minuten am Ende, weil das Spiel vorher unterbrochen war. Dann kam der Schlusspfiff. Der Schlusspfiff ist das Signal des Schiedsrichters. Das Spiel ist vorbei.
Messi fiel auf die Knie. Seine Mitspieler liefen zu ihm. Sie umarmten ihn. Umarmen bedeutet, die Arme um einen Menschen legen. Bald lag ein ganzer Kreis von Spielern um ihn. Messi lachte und weinte. Weinen bedeutet, Tränen kommen aus den Augen. Ich weinte auch fast. Nicht nur, weil Argentinien gewonnen hatte. Ich dachte an 2014. Ich dachte an 2015 und 2016. Ich dachte an den verschossenen Elfmeter und an den kurzen Abschied von der Nationalmannschaft. Ich dachte an all die Jahre, in denen Menschen sagten, dass ihm mit Argentinien etwas fehle. Jetzt fehlte dieser Titel nicht mehr. Der Sieg war eine Befreiung. Befreiung bedeutet, ein schwerer Druck geht weg. Messi musste nicht mehr jedes Turnier mit der alten Frage beginnen. Er hatte einen großen Titel mit seinem Land gewonnen. Seine Mitspieler trugen ihn in die Luft. Ein stiller Mann war im Mittelpunkt, aber diesmal wirkte er nicht allein. Die ganze Mannschaft war bei ihm. Später sah man Messi mit der Trophäe. Er küsste sie. Küssen bedeutet, die Lippen berühren etwas oder jemanden als Zeichen von Liebe. Er hielt den Pokal nah am Körper. Es war ein einfaches Bild von Freude. Keine komplizierte Erklärung war nötig. Man sah, dieser Moment bedeutet ihm sehr viel. Für mich änderte dieser Sieg auch die Atmosphäre vor der nächsten Weltmeisterschaft. Atmosphäre bedeutet das Gefühl in einer Gruppe oder an einem Ort. Argentinien hatte nun Vertrauen. Vertrauen bedeutet, man glaubt an sich selbst und an andere. Die Mannschaft wusste, dass sie ein großes Finale gewinnen konnte. Messi wusste es auch. Er musste nicht mehr gegen alle alten Geister kämpfen. Alte Geister sind hier keine echten Geister. Es ist ein Bild für schlechte Erinnerungen, die immer wieder kommen. Dann kam die Weltmeisterschaft 2022 Zoll Katar. Vor dem Turnier spürte ich eine besondere Mischung aus Hoffnung und Angst. Aha. Eine Mischung bedeutet, mehrere Gefühle sind zusammen da. Hoffnung, weil Argentinien lange nicht verloren hatte. Angst, weil dies vielleicht Messis letzte Weltmeisterschaft sein konnte. Er war 35 Jahre alt. Für einen Fußballspieler ist das schon ein hohes Alter. Niemand wusste, wie viele große Spiele sein Körper noch geben konnte. Das erste Spiel war gegen Saudi-Arabien. Messi schoss früh ein Tor durch einen Elfmeter. Alles schien normal zu laufen. Argentinien machte weitere Tore, aber sie zählten wegen Abseits nicht. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spiel. Saudi-Arabien schoss 2 Tore. Argentinien verlor 2:1. Es war eine große Überraschung. Überraschung bedeutet, etwas passiert, das viele nicht erwarten. Nach dem Spiel war die Stimmung schwer. Manche Menschen dachten schon an ein frühes Ende. Ein frühes Ende bedeutet, die Mannschaft scheidet schon in der Gruppenphase aus. Aber Messi blieb ruhig. Er sagte, dass die Menschen der Mannschaft vertrauen sollten. Vertrauen, wieder dieses wichtige Wort. Nicht blind glauben, sondern zusammenbleiben. Das nächste Spiel gegen Mexiko war sehr wichtig. Lange fand Argentinien keinen guten Weg zum Tor.
Mexiko verteidigte stark. Der Raum war eng. Eng bedeutet, es gibt wenig Platz. Jede Minute machte den Druck größer. Dann bekam Messi den Ball außerhalb des Strafraums. Di Maria passte flach zu ihm. Messi nahm den Ball an und schoss mit links. Der Ball ging flach in die rechte Ecke. Ich erinnere mich an den Moment vor dem Schuss. Messi hatte nicht viel Platz. Er holte nicht weit aus. Ausholen bedeutet, das Bein weit zurücknehmen, bevor man schießt. Sein Schuss kam schnell und genau. Der Torwart sah den Ball spät. Dann war er im Netz. Messi lief zu den Fans. Seine Mitspieler kamen. Das ganze Team atmete auf. Aufatmen bedeutet, nach großer Spannung wieder leichter atmen. Dieses Tor war nicht sein schönstes Tor. Es war vielleicht auch nicht sein schwerstes Tor. Aber es war eines seiner wichtigsten. Ohne dieses Tor hätte die Geschichte anders enden können. Das ist das Schöne und Harte am Fußball. Ein kleiner Moment kann einen ganzen Monat, ein ganzes Turnier und vielleicht eine ganze Karriere verändern. Argentinien gewann auch gegen Polen und kam weiter. Im Achtelfinale spielte die Mannschaft gegen Australien. Achtelfinale bedeutet, 16 Mannschaften sind noch im Turnier. Messi spielte sein 1000. Profispiel. 1000 Spiele. Das ist eine lange Reise. Er schoss ein Tor nach einer Kombination im Strafraum. Der Ball kam zu ihm, er fand eine kleine Lücke und schob ihn flach hinein. Im Viertelfinale warteten die Niederlande. Viertelfinale bedeutet, 8 Mannschaften sind noch da. Das Spiel war emotional. Emotional bedeutet voller starker Gefühle. Messi spielte einen wunderbaren Pass zu Nahuel Molina. Er schaute nach vorne und spielte den Ball zwischen mehreren Gegnern durch. Molina lief in den Raum und traf. Später schoss Messi einen Elfmeter. Aber die Niederlande kamen zurück. Kurz vor dem Ende machten sie das 2:2. Der Ausgleich kam nach einem klugen Freistoß. Ausgleich bedeutet, beide Mannschaften haben gleich viele Tore. Das Spiel ging in die Verlängerung und danach ins Elfmeterschießen. Wieder war Emiliano Martinez wichtig. Argentinien gewann. Nach dem Spiel gab es Streit. Streit bedeutet, Menschen sind wütend und sprechen oder handeln gegeneinander. Messi war sehr emotional. Er sprach hart über den niederländischen Trainer und einige Spieler. Viele Menschen kannten ihn sonst ruhig. Hier sahen sie eine andere Seite. Auch das gehört zu einem Menschen. Messi war kein stilles Bild ohne Gefühle. Er wollte gewinnen. Er war müde von Provokationen. Provokation bedeutet, jemand versucht, einen anderen Menschen wütend zu machen. Im Halbfinale spielte Argentinien gegen Kroatien. Kroatien hatte eine starke Mannschaft und einen sehr guten Mittelfeldspieler, Luka Modric. Argentinien ging durch einen Elfmeter in Führung. Dann kam ein Moment, den ich nie vergessen werde. Messi bekam den Ball auf der rechten Seite. Vor ihm stand Joško Gvardiol,
Ein junger, schneller und starker Verteidiger. Messi lief nicht einfach geradeaus. Er änderte das Tempo. Er ging zur Linie. Gvardiol blieb bei ihm. Messi stoppte fast. Dann drehte er sich. Er schützte den Ball mit seinem Körper. Er lief weiter bis nahe an das Tor. Dort spielte er den Ball zurück zu Julián Álvarez. Álvarez schoss das Tor. Messi bekam für diesen Moment keine offizielle Torzahl, aber er bekam eine Vorlage. Für mich war es eines der schönsten Bilder des Turniers. Ein 35-jähriger Messi besiegte einen viel jüngeren Verteidiger nicht nur mit Geschwindigkeit. Er besiegte ihn mit Rhythmus, Körper, Technik und Erfahrung. Erfahrung bedeutet Wissen, das aus vielen Jahren kommt. Dann war Argentinien im Finale. Der Gegner war Frankreich, der Weltmeister von 2018. Frankreich hatte Kylian Mbappé, einen sehr schnellen und gefährlichen Stürmer. Das Finale begann für Argentinien sehr gut. Messi traf per Elfmeter. Di Maria machte das 2:0 nach einem schnellen Angriff. Argentinien kontrollierte das Spiel lange. Ich saß vor dem Bildschirm und dachte, vielleicht passiert es wirklich. Vielleicht gewinnt Messi die Weltmeisterschaft. Aber ein Finale endet erst mit dem Schlusspfiff. Frankreich bekam einen Elfmeter. Mbappé traf. Kurz danach schoss er noch einmal. Innerhalb weniger Minuten stand es 2:2. Mein Herz schlug schnell. Schlagen bedeutet hier, das Herz bewegt sich im Körper. Alle alten Ängste kamen zurück. Wird Argentinien wieder ein Finale verlieren? Wird Messi wieder an der Trophäe vorbeigehen? Das Spiel ging in die Verlängerung. In der Verlängerung schoss Messi das 3:2. Der Torwart hielt zuerst einen Schuss. Der Ball kam zu Messi und er drückte ihn über die Linie. Ein Verteidiger schlug den Ball weg, aber er war schon im Tor. Messi lief und jubelte. Noch einmal war Argentinien ganz nah. Dann bekam Frankreich wieder einen Elfmeter. Mbappé traf zum 3:3. 3 Tore von Mbappé in einem WM-Finale. Das war unglaublich. Unglaublich bedeutet, so besonders, dass man es fast nicht glauben kann. Kurz vor dem Ende hatte Frankreich sogar noch eine große Chance. Randal Kolo Muani schoss. Emiliano Martinez machte sich groß und hielt mit dem Bein. Dieser Moment dauerte vielleicht nur eine Sekunde. Für einen Fan fühlte er sich viel länger an. Wenn der Ball ins Tor geht, verliert Argentinien wahrscheinlich das Finale. Aber Martinez hielt. Dann kam das Elfmeterschießen. Messi schoss den ersten Elfmeter für Argentinien. Er lief ruhig an und schob den Ball ins Tor. Wieder diese Ruhe. Martinez hielt einen Schuss. Ein französischer Spieler schoss vorbei. Argentinien traf weiter. Dann ging Gonzalo Montiel zum letzten Elfmeter. Er schoss flach nach links. Der Torwart ging in die andere Richtung. Tor. Argentinien war Weltmeister.
Weltmeister bedeutet die beste Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich hörte die Fans. Ich sah die Spieler laufen. Messi sank auf die Knie. Seine Hände waren an seinem Gesicht. Dann kamen alle zu ihm. Der Traum war wahr geworden. Später hob Messi den Pokal hoch. Hochheben bedeutet etwas mit den Händen nach oben bringen. Er trug ein schwarzes Kleidungsstück über dem Trikot, das ihm bei der Feier gegeben wurde. Dann nahm er die Trophäe und ging zu seinen Mitspielern. Er lächelte. Die Mannschaft sprang. Goldene Bilder, blau-weiße Trikots, Konfetti in der Luft. Konfetti sind kleine Papierstücke bei einer Feier. Für viele Menschen war dieser Moment das Ende einer Diskussion. Diskussion bedeutet, Menschen sprechen mit verschiedenen Meinungen über ein Thema. Manche fragten lange, kann Messi der Größte sein, wenn er keine Weltmeisterschaft gewinnt? Jetzt hatte er sie gewonnen. Aber für mich war er nicht erst in diesem Moment groß. Die Weltmeisterschaft änderte nicht seine Technik. Sie änderte nicht die Tore gegen Getafe, Manchester United, Real Madrid oder Bayern. Sie änderte auch nicht die verlorenen Finals. Sie gab seiner Geschichte nur einen warmen, vollständigen Moment. Vollständig bedeutet, es fehlt nichts Wichtiges mehr. Natürlich kann in einem Leben immer etwas fehlen. Aber im Fußball hatte Messi nun fast alles gewonnen. Er hatte Titel mit Barcelona. Er hatte die Copa America. Er hatte die Weltmeisterschaft. Er hatte viele persönliche Preise. Doch wichtiger war, er hatte eine lange Reise gemacht und nach vielen Niederlagen weitergespielt. Das ist vielleicht die stärkste Lektion seiner Geschichte. Lektion bedeutet etwas, das wir lernen können. Erfolg kommt nicht immer sofort. Selbst ein sehr talentierter Mensch kann verlieren. Selbst ein Genie kann einen Elfmeter verschießen. Manchmal sagen andere Menschen harte Dinge. Manchmal wird der Körper müde. Manchmal scheint die Zeit fast vorbei. Aber solange noch ein Weg da ist, kann man weitergehen. Nach dem großen Sieg von 2022 war Messis Geschichte noch nicht vorbei. Er spielte damals in Paris. Seine Zeit bei Paris Saint-Germain war nicht immer leicht. Die Mannschaft hatte viele Stars. Neymar war da. Mbappé war da. Messi machte Tore und Vorlagen. Aber die Verbindung zwischen ihm und den Fans fühlte sich nicht immer warm an. Verbindung bedeutet, Menschen fühlen sich nah und verstehen einander. In Barcelona war Messi viele Jahre zu Hause gewesen. Paris war anders. Ein neuer Verein, eine neue Stadt, andere Erwartungen. Als er Barcelona 2021 verlassen musste, weinte er bei seiner Abschiedsrede. Abschied bedeutet, man geht weg und sagt, lebe wohl. Er hatte fast sein ganzes Fußballleben dort verbracht. Seine Kinder kannten Barcelona als Heimat. Die Fans kannten ihn seit seiner Jugend. Dann musste er plötzlich gehen. Auch große Spieler können nicht alle Entscheidungen kontrollieren. Später ging Messi zu Inter Miami in die USA. Miami ist eine Stadt mit Sonne, Meer und vielen Menschen aus Lateinamerika. Die Atmosphäre wirkte leichter. Messi kam nicht nur als Spieler,
Er kam als ein weltbekannter Name. Stadien waren voll. Menschen trugen rosa Trikots. Familien kamen, um ihn einmal live zu sehen. Live bedeutet direkt im Stadion, nicht im Fernsehen. Auch dort machte er besondere Tore. Er schoss Freistöße. Er spielte genaue Pässe. Er half seinem neuen Team, einen Pokal zu gewinnen. Aber sein Spiel hatte sich verändert. Verändern bedeutet nicht mehr genau gleich sein. Der junge Messi lief oft mit großer Geschwindigkeit durch mehrere Gegner. Der ältere Messi ging mehr. Er wählte seine Momente. Wählen bedeutet eine Möglichkeit nehmen und andere Möglichkeiten nicht nehmen. Ein älterer Spieler muss seine Kraft gut benutzen. Kraft ist nicht unendlich. Unendlich bedeutet ohne Ende. Messi konnte nicht mehr jede Minute sprinten. Sprinten bedeutet sehr schnell laufen. Also sparte er Energie. Energiesparen bedeutet nicht alles sofort benutzen. Er ging, schaute und wartete. Dann kam ein kurzer Sprint, ein Pass, ein Schuss, eine Entscheidung. Manche Menschen sahen nur, dass er weniger lief. Ich sah, wie klug er lief. Klug bedeutet mit Verstand und guter Entscheidung. Er wusste, wo er wirklich gebraucht wurde. Er musste nicht überall sein. Er musste im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Das Alter verändert einen Spieler, aber es nimmt nicht sofort alles weg. Geschwindigkeit kann kleiner werden. Erfahrung wird größer. Der Körper reagiert langsamer, aber der Kopf kann früher entscheiden. Messi wusste schon vor dem Ballkontakt, was er tun wollte. Vor dem Ballkontakt bedeutet, bevor der Ball seinen Fuß berührt. Darum brauchte er manchmal weniger Schritte als ein jüngerer Spieler. Im Jahr 2026 war Messi 38 Jahre alt. 38. Viele Fußballer haben in diesem Alter schon aufgehört. Manche spielen noch, aber nicht mehr in den wichtigsten Spielen. Messi ging trotzdem zu seiner 6. Weltmeisterschaft. 6 Weltmeisterschaften sind eine sehr lange Reise. 2006 war er ein junger Spieler mit langen Haaren. 2010 trug er schon große Verantwortung. 2014 erreichte er das Finale. 2018 kam die Enttäuschung in Russland. 2022 wurde er Weltmeister. Und 2026 war er wieder da. Vor dem Turnier fragte ich mich, was kann er noch geben? Muss er jedes Spiel beginnen? Kann sein Körper 3 Spiele in kurzer Zeit tragen? Wird er nur einige Minuten spielen? Oder kommt noch ein letzter großer Moment? Ein letzter großer Moment ist etwas, das Fans hoffen, aber nicht verlangen dürfen. Ein Spieler hat uns nichts mehr zu beweisen. Trotzdem hoffen wir. Dann kam das erste Gruppenspiel gegen Algerien in Kansas City. Argentinien war der Titelverteidiger. Titelverteidiger bedeutet, die Mannschaft hat das letzte Turnier gewonnen und versucht, den Titel zu behalten. Algerien war wieder bei einer Weltmeisterschaft und wollte mutig spielen. Im Stadion waren viele argentinische Fans. Blau und Weiß überall. Fahnen, Gesänge, Trommeln. Eine Trommel ist ein Instrument, das einen starken Rhythmus macht. Als Messi auf das Feld kam, dachte ich an die vielen Jahre.
Der junge Spieler aus Barcelona war längst ein Mann. Sein Bart war anders. Sein Gesicht zeigte mehr Zeit. Aber die Nummer 10 war noch da. Der linke Fuß war noch da. Die besondere Ruhe war noch da. In der 17. Minute kam der erste große Moment. 17. Minute. Messi fand den Weg zum Tor und traf. Tor für Argentinien. Ich hörte den Jubel und musste lächeln. Nicht, weil ein Tor von Messi noch überraschend war, sondern weil es nach all den Jahren noch immer dasselbe warme Gefühl brachte. Der Ball im Netz. Messi mit offenen Armen. Mitspieler laufen zu ihm. Fans springen auf. Algerien kämpfte weiter. Kämpfen bedeutet nicht aufgeben und mit viel Einsatz spielen. Die Mannschaft versuchte, Räume zu schließen. Aber Argentinien blieb ruhig. Messi bewegte sich zwischen der Mitte und dem Angriff. Er musste nicht jede Aktion machen. Er wartete. In der 60. Minute traf er wieder. 60. Minute. Zweites Tor. 2 Tore bei einer Weltmeisterschaft mit 38 Jahren. Ich dachte, das allein wäre schon eine große Geschichte. Aber der Abend war noch nicht fertig. In der 76. Minute machte Messi sein drittes Tor. 76. Minute. Ein Hattrick. Hattrick bedeutet, ein Spieler schießt 3 Tore in einem Spiel. 3 Tore von Lionel Messi. Argentinien gewann 3:0 gegen Algerien und alle 3 Tore kamen von ihm. Ich saß da und konnte nur lachen. Manchmal ist Freude so groß, dass ein Mensch lacht, obwohl nichts lustig ist. Lustig bedeutet, etwas macht uns durch Humor zum Lachen. Dieser Moment war nicht lustig. Er war schön, überraschend und fast unglaublich. Ein 38-jähriger Messi eröffnete seine 6. Weltmeisterschaft mit 3 Toren. Mit diesen Toren kam er auf 16 Tore bei Weltmeisterschaften und erreichte damit den Rekord von Miroslav Klose. Ein Rekord ist die beste bekannte Zahl oder Leistung. Aber wieder dachte ich nicht zuerst an die Zahl. Ich dachte an die Zeit zwischen seinem ersten WM-Tor 2006 und diesem Hattrick 2026. 20 Jahre. Ein junger Spieler und ein älterer Spieler, verbunden durch denselben linken Fuß. 20 Jahre sind lang. Jahren ändern Menschen ihre Arbeit, ihre Stadt, ihre Familie und ihre Träume. Kinder werden erwachsen. Stadien werden gebaut. Trainer kommen und gehen. Mitspieler beginnen ihre Karriere und beenden sie. Aber Messi war noch da. Nicht genau derselbe Messi, natürlich. Niemand bleibt gleich. Doch etwas blieb erkennbar. Erkennbar bedeutet, man sieht und versteht, wer oder was es ist. Die Art, vor dem Schuss ruhig zu werden, war noch da. Der Blick war noch da. Die kleine Bewegung mit dem Körper war noch da. Die Freude nach dem Tor war noch da. Vielleicht lief er nicht mehr wie mit 19. Vielleicht
konnte er nicht mehr jede Minute schnell sein. Aber in den richtigen Momenten war seine Qualität klar. Dieses Spiel gegen Algerien war für mich mehr als ein guter Start in ein Turnier. Es war wie eine Brücke. Eine Brücke verbindet zwei Seiten. Auf der einen Seite stand der junge Messi, den ich mit langen Haaren bei Barcelona gesehen hatte. Auf der anderen Seite stand der 38-jährige Kapitän von Argentinien, Gam. Zwischen beiden Seiten lagen Tore, Titel, Niederlagen, Tränen, Freude und sehr viele Spiele. Ich dachte auch an die algerischen Spieler. Für sie war der Abend schwer. Niemand möchte 3 Tore von einem Gegner bekommen. Aber vielleicht werden einige von ihnen später sagen, wir waren auf dem Feld, als Messi diesen Hattrick machte. Fußball hat immer 2 Seiten. Die Freude einer Mannschaft ist oft die Trauer der anderen. Respekt bedeutet, man erkennt die Leistung und den Wert des anderen an. Ein echter Fan kann Messi lieben und trotzdem den Gegner respektieren. Nach dem Spiel wurde viel über Messis Alter gesprochen. 38 Jahre. Aber Alter ist nur eine Zahl, sagen Menschen oft. Das stimmt nicht ganz. Alter ist real. Der Körper verändert sich. Müdigkeit ist real. Erholung ist wichtig. Aber Alter erzählt nicht die ganze Geschichte. Es sagt nicht, wie gut ein Mensch denkt. Es sagt nicht, wie ruhig sein Fuß in einem wichtigen Moment ist. Es sagt nicht, wie viel Erfahrung in einem Blick liegt. Vielleicht wird Messi in diesem Turnier nicht jedes Spiel 3 Tore schießen. Natürlich nicht. Ein Hattrick ist selten. Vielleicht wird er Pausen brauchen. Vielleicht wird Argentinien schwere Spiele haben. Fußball bleibt offen. Offen bedeutet, das Ergebnis ist noch nicht sicher. Genau deshalb sehen wir zu. Als Fan möchte ich nicht, dass jede neue Leistung beweist, dass Messi der Größte ist. Ich brauche diesen Beweis nicht. Ich möchte nur noch einige Momente sehen. Einen Pass, den kein anderer sieht. Einen Freistoß über die Mauer. Eine kleine Drehung zwischen 2 Gegnern. Ein Lächeln nach einem Tor. Vielleicht einen letzten langen Lauf. Vielleicht eine Umarmung mit seinen Mitspielern. Messi hat mir gezeigt, dass Größe nicht immer laut sein muss. Größe bedeutet hier nicht Körpergröße. Größe bedeutet Bedeutung, Qualität und Wirkung. Ein kleiner, stiller Mensch kann ein ganzes Stadion verändern. Er muss nicht vor jedem Spiel große Sätze sagen. Manchmal spricht der Ball für ihn. Er hat mir auch gezeigt, dass Talent und Arbeit zusammengehören. Talent öffnet eine Tür. Arbeit hilft dir, viele Jahre durch diese Tür zu gehen. Geduld hilft dir nach einer Niederlage. Mut hilft dir, nach einem Fehler noch einmal zu schießen. Freunde und Mitspieler helfen dir, wenn du allein nicht weiterkommst. Wenn ich heute an Messi denke, sehe ich nicht nur einen Pokal. Ich sehe viele Bilder. Ronaldinho trägt den jungen Messi auf dem Rücken.
Messi läuft gegen Getafe durch die Abwehr. Er springt in Rom zum Kopfball. Er schießt in Wembley. Er hält sein Trikot in Madrid hoch. Er weint nach verlorenen Finals. Er fällt 2021 nach dem Schlusspfiff auf die Knie. Er hebt 2022 den Weltpokal. Und 2026 steht er in Kansas City und schießt 3 Tore gegen Algerien. Diese Bilder gehören zu meinem Leben als Fußballfan. Ein Fan ist nicht auf dem Feld, aber er trägt Erinnerungen. Erinnerungen sind kleine Teile der Vergangenheit, die in uns bleiben. Manchmal hören wir einen Namen und sofort kommt ein Bild. Messi. Dann sehe ich den linken Fuß. Ich sehe den Ball nah am Schuh. Ich sehe einen Gegner, der wartet. Ich sehe die kleine Pause. Dann die schnelle Bewegung. Vielleicht bist du heute beim Zuhören müde geworden. Vielleicht hast du nicht jedes Wort verstanden. Das ist in Ordnung. Du hast Wörter gehört. Der Ball, das Tor, der Pass, der Spieler, der Gegner, die Freude, die Hoffnung, die Niederlage, der Sieg, die Erinnerung. Diese Wörter dürfen langsam bei dir bleiben. Du musst sie nicht festhalten. Festhalten bedeutet etwas nicht loslassen. Lass sie einfach kommen und gehen. Stell dir zum Schluss noch einmal ein leeres Stadion vor. Es ist Abend. Die Lichter sind an. Der Rasen ist grün und ruhig. In der Mitte liegt ein Ball. Ein Spieler kommt langsam näher. Er ist nicht mehr der junge Spieler von früher. Er geht ruhig. Er schaut. Dann berührt sein linker Fuß den Ball. Eine kleine Berührung. Noch eine. Der Ball rollt nach vorne. Vielleicht endet jede Karriere irgendwann. Karriere bedeutet der lange Weg. Im Beruf. Kein Spieler kann für immer spielen. Auch Messi wird eines Tages sein letztes Spiel machen. Dieser Gedanke ist traurig. Aber eine Geschichte verschwindet nicht, nur weil das letzte Spiel vorbei ist. Die Tore bleiben in Videos. Die Erinnerungen bleiben bei den Fans. Kinder sehen alte Bilder und fragen, war er wirklich so gut? Dann werden wir lächeln und sagen, aber du musstest ihn sehen. Du musstest fühlen, wie das Stadion klang, wenn er den Ball bekam. Noch einmal möchte ich auf die Frage zurückkommen. Was ist eigentlich ein Fußballgenie? Ein Genie ist nicht nur ein Spieler mit vielen Toren. Tore sind wichtig, aber sie erzählen nicht alles. Ein Genie sieht eine Möglichkeit, bevor andere sie sehen. Es findet eine einfache Lösung in einer schweren Situation. Es kann den Ball schnell bewegen, aber es kann auch warten. Es kennt seine eigene Stärke und es versteht die Stärke der Mitspieler. Bei Messi war die Einfachheit oft das Schönste. Einfachheit bedeutet nicht, dass keine Arbeit dahinter steht. Im Gegenteil. Viele Jahre Training machen eine Bewegung so sicher, dass sie leicht aussieht. Ein Kind sieht Messi und denkt, ich möchte das auch machen. Es nimmt einen Ball und probiert. Vielleicht geht der Ball zuerst zu weit weg. Vielleicht stolpert das Kind. Vielleicht klappt der Schuss nicht. Aber
es probiert noch einmal. Auch darin liegt Messis Wirkung. Er machte Menschen Lust, selbst zu spielen. Auf kleinen Plätzen, in Parks, auf Schulhöfen und auf Straßen trugen Kinder die Nummer 10. Ein Schulhof ist der Platz vor oder hinter einer Schule. Manche Kinder riefen seinen Namen, bevor sie schossen. Sie versuchten, den Ball mit links zu führen. Sie stellten 2 Flaschen als Tor auf. Eine Flasche links, eine Flasche rechts. Dann begann das Spiel. Kein großes Stadion, keine Kameras, kein Pokal. Nur ein Ball und Freude. Vielleicht ist das die wichtigste Seite des Fußballs. Fußball kann ein großes Geschäft sein. Und Geschäft bedeutet, Menschen verdienen Geld. Es gibt teure Spieler, große Verträge und viele Kameras. Aber im Kern bleibt etwas Einfaches. 2 Tore, ein Ball. Menschen, die zusammenspielen wollen. Messi erinnerte mich oft an diesen einfachen Kern. Auch in einem großen Finale wirkte seine Bewegung manchmal wie auf einem kleinen Platz in Rosario. Er schützte den Ball mit dem Körper. Er hob den Kopf. Er suchte einen Freund. Er spielte den Pass. Wenn der Weg frei war, ging er selbst. Diese Entscheidungen kann jedes Kind verstehen, auch wenn es sie nicht so gut ausführen kann. Ausführen bedeutet, etwas wirklich tun. Darum war Messi gleichzeitig sehr kompliziert und sehr einfach. Seine Technik war schwer. Seine Idee war oft klar. Auch seine Freude war häufig klar. Nach einem Tor zeigte er manchmal mit beiden Fingern nach oben. Das war eine persönliche Geste. Eine Geste ist eine Bewegung mit einer Bedeutung. Dann kamen die Mitspieler. Er umarmte sie. Er lächelte. Bei wichtigen Toren schrie er auch. Schreien bedeutet sehr laut sprechen oder rufen. Der ruhige Mensch konnte in einem großen Moment sehr laut werden. Und nach einer Niederlage versteckte er die Trauer nicht immer. Verstecken bedeutet, etwas so halten, dass andere es nicht sehen. Seine Augen zeigten Enttäuschung. Sein Körper wirkte schwer. Für junge Menschen ist das auch eine Lektion. Stark sein bedeutet nicht, nie traurig zu sein. Anne. Stark sein kann bedeuten, die Trauer zu fühlen und später wieder aufzustehen. Messi stand oft wieder auf. Nach einem Foul. Nach einer Verletzung. Nach einem verlorenen Finale. Nach Kritik. Kritik bedeutet, Menschen sagen, was sie schlecht finden. Manche Kritik war richtig, manches war unfair. Er antwortete meistens nicht mit langen Reden. Er antwortete mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist im Fußball immer wichtig. Gestern kann schön oder schwer gewesen sein. Heute beginnt es wieder bei 0:0. 0:0 bedeutet, noch hat niemand ein Tor. Der Ball liegt in der Mitte. Der Schiedsrichter pfeift. Alles ist wieder offen. Vielleicht ist genau das ein Grund, warum wir Fußball lieben. Es gibt Erinnerungen, aber es gibt auch immer einen neuen Anfang. Messis Geschichte hatte viele neue Anfänge. Der Anfang in Barcelona. Der Anfang
als Nummer 10. Der Anfang unter Guardiola. Der neue Versuch mit Argentinien nach 2016. Der Anfang in Paris. Der Anfang in Miami. Und 2026 noch einmal ein Anfang bei einer Weltmeisterschaft. Gegen Algerien brauchte er nur 17 Minuten für das erste Tor. Ein neuer Anfang. Aber mit 20 Jahren Geschichte im Rücken. Jetzt darf die Geschichte langsam ruhiger werden. Atme ein. Atme aus. Denk an Freude, nicht an das Ende. Denk an einen Ball, der über die Linie rollt. Denk an einen kleinen Spieler mit einer großen Idee. Denk an Geduld nach einer Niederlage. Denk an Mut vor einem neuen Spiel. Und denk daran, manchmal braucht etwas Besonderes, keine lauten Worte. Manchmal genügt eine Bewegung, ein Pass, ein Tor. Danke, Lionel Messi, für die vielen Abende. Danke für die Überraschung. Danke für die Ruhe und für die Geschwindigkeit. Danke für die Tore, aber auch für die Pässe. Danke für die Siege und für den Mut nach den Niederlagen. Und dir danke ich fürs Zuhören. Du kannst jetzt weiter ruhen. Du kannst die Augen schließen. Die Wörter dürfen leiser werden. Das Stadion wird still. Die Lichter gehen langsam aus. Der Ball liegt ruhig auf dem Rasen. Gute Nacht. Schlaf gut. Und vielleicht träumst du heute von Fußball.